Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 3 2025. Das hier ist meine 18. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 3 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Groß auf dem Cover natürlich Descent, das Spiel des Monats und auch ein richtig, richtig genialer Titel, auch heute noch. Wir haben es uns in einem Video angeschaut. Dann Alone in the Dark, der Testbericht vom dritten Teil dieser legendären Spielereihe. Digital TV, ja, MP-Karten im Überblick, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und man sieht auch, die CD-ROM ist ganz, ganz dick gefüllt mit tollen Demos. Also, wir schauen mal zusammen rein. Da ist sie, die Übersichtsseite der Cover-CD-ROM. Damals für mich, als von der Diskette kommend, war die CD-ROM natürlich eine Offenbarung. Ne? Guck mal, was da alles drauf ist. Eine Demo des Monats von Descent, Demo von Dark Forces, dann von der König der Löwen, Aladdin, Virtuoso, MechWarrior 2, Psycho, Pinball und die Höhlenwelt-Saga. Also richtig, richtig viele Demos und dann noch Patches, Infos und auf dieser CD-ROM. Das war natürlich einfach genial. Das war der Diskette weit, weit überlegen und mit Sicherheit einer der Gründe, warum es nicht nur bei den Heft-Cover-CDs sich durchgesetzt hat im Vergleich zur Diskette, sondern auch bei den Spielen einfach, ja, nicht aufzuhalten war. Die CES in Las Vegas war in dieser Ausgabe ein Thema und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht dieses Mal, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll beim Vorstellen dieser Messe, dieses Messeberichtes, dieser Vorschau auf die ganzen Spiele, die da kommen sollen. Also es ist wirklich so unfassbar viel Material, deshalb beschränke ich mich drauf, einfach kurz auf die Seiten zu gucken. Also ihr seht, es sind wirklich wahnsinnig viele Spiele, die im Anrollen sind. Ich sagte es ja schon ein paar Mal, so die 90er würde ich sagen, Mitte der 90er ging es auf dem PC also wirklich richtig mega genial los mit den Spielekrachern und dementsprechend waren die Messen natürlich auch voll mit angekündigten Titeln. Man sieht es hier wirklich unglaublich. So viele Spiele, die hier im Anrollen sind und man muss nur die Screenshots anschauen und ich glaube, jeder, der damals dabei war, wird sofort erkennen, um welche Spiele es sich dabei handelt. Und man erkennt natürlich auch sofort, waren das dann die Spiele, die letzten Endes gut geworden sind? Oder waren es eben die Spiele, die dann später nicht ganz das halten konnten, was sie versprochen hatten? Screenshots und erste Vorschauberichte sahen ja schon immer gut aus, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also es ist wirklich sagenhaft, dieser Vorschaubericht, dieser Bericht von der CES mit den Vorschauberichten über die ganzen Spiele, der absolute Wahnsinn. Also ihr seht, es hört nicht auf. Es kommt Seite um Seite um Seite. Vorschau auf viele, viele Spiele. Man wusste gar nicht, wo man hinschauen sollte. So viele Spiele wurden hier angekündigt. Also ja, ich sag's ja, ne? 95, Hammerjahr. Auch mit den Titeln, die jetzt schon erschienen waren oder gerade im Erscheinen waren. Also da war es wirklich auf dem PC eine ganz, ganz herrliche Zeit. Wir waren im Umbruch vom 486er zum Pentium. Das heißt, die Hardware machte immer größere Schritte und dementsprechend haben auch die Spiele immer größere Schritte getan. Und ein richtig großer Schritt war definitiv Descent aus dem Hause Interplay. Meine Güte, was war das für ein Quantensprung an 3D First-Person-Shooter. Vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu quantensprungig, wenn man das mal so sagen darf. Denn ich glaube tatsächlich, Descent war nicht jedermanns Sache. Manche kamen mit der Komplexität der Steuerung vielleicht nicht ganz so klar, manche waren mit der Darstellung überfordert, manche waren überfordert damit, dass man eben in alle Richtungen fliegen konnte. Aber es war definitiv ein revolutionäres Spielkonzept und es spielt sich tatsächlich heute immer noch gut. Ich habe mir es ja angeschaut und ich war überrascht, wie gut dieser Titel doch gealtert ist. Das war einfach ein revolutionäres Spielprinzip. Also wir saßen da wirklich teilweise zu zweit, manchmal auch zu dritt vor dem Rechner und haben versucht, um die Ecke zu schauen, ob da nicht einer dieser Roboter lauert, wo der nächste ist. Also man war da schon so ein bisschen im Stress. Also für mich ein absolut gelungener Shooter und grafisch auch wirklich herausragend. Also für die damalige Zeit eine richtig schnelle Polygon-Grafik, die man so in vielen anderen Spielen eben noch nicht gesehen hatte. Also das war
Descent zweifelsohne. Ein rundum gelungenes Spiel, verdientes Spiel des Monats. Wenn ihr Lust habt, schaut in mein Gameplay-Video rein. Ich habe mir es wirklich nochmal angeschaut und ich war begeistert von diesem Spiel. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also Descent, guter Titel, damals, heute, einwandfrei. Dann natürlich der Testbericht zur Missionsdiskette für das Spiel TIE Fighter, die erste Mission Disk mit Zusatzinhalten, viele, viele weitere Missionen, die man fliegen konnte für diesen genialen Science-Fiction, First-Person, Sci-Fi, Simulations-Weltraum-Shooter. TIE Fighter ja als direkter Nachfolger von X-Wing wirklich ein richtig gelungenes Spiel, das auch heute noch extrem viel Spaß macht, egal ob es jetzt remastered ist oder in der Originalversion, und das war eben die Missionsdiskette dazu. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch hier Informationen zu CD-ROM-Spielen, also CD-ROM-Varianten von Spielen, die es bereits gibt. Und auch da sind ein paar Sachen drunter, die habe ich extrem gut in Erinnerung behalten. Es war einfach so das Jahrzehnt der Spiele, die mir irgendwie einfach im Gedächtnis geblieben sind. Robinsons Requiem, Ravenloft natürlich als Rollenspielklassiker. Also ja, viele, viele tolle Titel. Und natürlich der große Testbericht von Alone in the Dark 3, der dritte Teil aus dieser berühmten Reihe, die ich so persönlich als Vorreiter der Resident Evil Spiele sehe. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich Alone in the Dark 3, hatte es nicht mehr ganz so einfach, denn es war der dritte Teil einer Reihe, der sich im Grunde nicht so wirklich stark vom Teil 2 und Teil 1 unterschieden hat. Die Grafik war detaillierter, die Hintergründe waren detaillierter, aber ansonsten war es eigentlich gleich. Gleiches Spielprinzip, gleiches Vorgehen, also ja, vieles einfach gleich geblieben, und Alone in the Dark war eben nicht mehr alleine am Markt. Es gab mittlerweile Ecstatica, es gab Little Big Adventure, also es gab doch einige Vertreter aus diesem Genre, die genauso gut waren oder in Teilen vielleicht sogar besser waren als Alone in the Dark 3. Aber ganz klar, wer Alone in the Dark mochte, wer diese Reihe mochte, wer diese Art Spiele mochte, hatte hier natürlich nochmal richtig viel Spaß, richtig viel Spielmaterial. Und es war ein gelungenes Spiel, aber es war eben einfach nicht mehr der Quantensprung, den es vielleicht bei Teil 1 oder bei Teil 2 gewesen ist. Aber muss ja auch nicht immer gleich alles neu erfinden. Ein gutes Spiel, was funktioniert, ist ja manchmal auch wirklich Gold wert. Und es ist ja immer wieder auch herrlich, wenn man auf Spiele aus dieser Zeit schaut, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren. Hier ein weiterer Vertreter der Doom-Klone, Operation Body Count. Ja, der Titel sagt alles. Wundert mich, dass es überhaupt einen Artikel drüber gab und dass es nicht gleich indiziert wurde, aber wahrscheinlich war das Spiel so unbedeutend und wahrscheinlich auch schlecht, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hätte. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die ganzen Screenshots hier mit Fenstermodus sind. Ich weiß nicht, hatten die Redakteure irgendwie keine eigenen Screenshots und haben die sich von irgendwo geben lassen, oder war die Performance vom Spiel so minderwertig schlecht, dass man es nur im Fenstermodus spielen konnte? Also ja, das wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Und was auch witzig ist, hier der Wertungskasten unten, es steht hier mal wieder Spielspaß 18% und der Balken sieht eher nach 50 bis 60% aus. Also irgendwie hatten sie ihre Grafiken nicht ganz so im Griff. Kann ja mal passieren. Und auch ein Vertreter der grafischen Fortschritte, Retribution, das hatte ich kurz mal in der Hand bei einem Freund, und es hat mich deshalb damals angesprochen, weil es so ein bisschen in die Schiene von Comanche geschlagen hat, was die Voxelgrafik anging. Es war so ein bisschen ähnlich von der Darstellungsweise, aber ich finde, es hatte nicht den Charme, nicht diese Wucht des Comanche-Originals. Und auch Petra Mauerröder hier unten ist nicht so ganz in ihrem Statementkasten überzeugt. Sie schreibt genau das Gleiche, dass es sie nicht wirklich gepackt hat. Und hier 68% Spielspaß sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht gibt es welche unter euch, die mit diesem Spiel Spaß hatten. Ich habe es, wie gesagt, nur bei einem Kumpel gesehen und dann einfach beschlossen, mit meinem spärlichen Taschengeld ist das kein Spiel, was ich mir holen möchte. Und auch das ein Vertreter der Spiele, die man zwar sich angeschaut hat, die ich mir angeschaut habe. Ich weiß nicht mehr, war es bei einem Freund, war es ausgeliehen oder war es mit einer Demo. Wings of Glory, ein, ja, sagen wir mal, Nachfolger der Commander-Reihe, sprich Strike Commander, Pacific Strike und dann hier Wings of Glory. Gleiche Engine wie bei Strike Commander, aber eben dieses Mal Weltkrieg 1 mit den entsprechenden Flugzeugen.
Ansonsten hat sich nicht viel getan. Origin Systems hat also hier einfach nochmal ein bekanntes Prinzip auf ein anderes Setting umgemodelt, die Grafik-Engine belassen. Es war kein schlechtes Spiel, aber es hatte lang nicht mehr die Wucht, die man noch bei Strike Commander entwickelt hat. In der Rubrik Down the Drain von Rainer Rosset ist dieses Mal Virtuoso. Und ich möchte mich mit diesem Spiel gar nicht lang aufhalten, aber wer die PC Player gelesen hat und die Multimedia-Leserbriefe kannte, der weiß, dass es analog dazu bei denen ja dann mal den Stangelnator gab von Florian Stangl, der mit ähnlicher Haarpracht durch die Gänge des Redaktionsgebäudes lief und so getan hat, als würde er einen Shooter nachspielen. Hier ist das Original Virtuoso, das war der Ursprung für den Stangelnator. Also wer PC Player und die Multimedia-Leserbriefe geliebt hat, der wird das mit Sicherheit noch wissen. Also in diesem Sinne, ein schöner Gruß an die ehemaligen Kollegen der PC Player-Redaktion. Und daran erinnere ich mich auch noch, und zwar einfach aus dem Grund, es war Shareware, es war einfach zu kriegen für eine schmale Mark oder für gratis. Heretic, ja, auch ein weiterer Doom-Klon. Man hat ja dann wirklich versucht, alles in die Finger zu bekommen, was irgendwie ging und was irgendwie spielbar war. Manchmal auch ungeachtet dessen, wie gut oder wie schlecht es war. Ja, Heretic war okay, ein Kind der damaligen Zeit, aber jetzt auch nichts, was man nochmal spielen müsste oder sich besonders dran erinnern müsste. Und wenn wir dann schon bei den Doom-Shooter-Klonen sind, dann ist natürlich auch Rise of the Triad mit dabei. Rise of the Triad, also das hatte ich tatsächlich vor kurzem noch mal in der Hand. Das läuft immer noch. Es gibt ja ein Remake davon, ein Remaster. Es gibt verschiedene Varianten von dem. Man kann auch das alte noch ganz gut spielen. Es hat die Zeit nicht gut überdauert, weil es war, finde ich, auch zum damaligen Zeitpunkt technisch den aktuellen Kollegen, die damals rauskamen, schon unterlegen. Es gab nur rechtwinklige Darstellungen in den Levels. Es gab, ja, es hat vor allem dadurch hervorgestochen, dass es am Anfang eine ganz coole Musik hatte, einen relativ, sagen wir mal, coolen Levelaufbau, und es hatte einen unheimlich hohen Gewaltgrad, und dadurch ist es natürlich hervorgestochen. Ich habe gar nicht nachgelesen, wie es mit der Indizierung ist. Weiß nicht, ob es indiziert wurde, wahrscheinlich schon. Ich kann mir es fast nicht anders vorstellen. Man konnte die Gewalt auch abschalten über einen Code, wenn man das denn wollte, aber dann war es ja irgendwie auch langweilig, oder? Ich weiß nicht. Und ein herrlicher Hardwarebericht, nämlich über MPEG-Karten. Ja, da steht's. In diesem Jahr wird sich ein neuer Standard im Massenmarkt durchsetzen, der es ermöglicht, auf jedem PC Videofilme in VHS-Qualität. VHS-Qualität, ich weiß nicht, ob man VHS und Qualität in einem Wort nennen sollte. In voller Bildschirmgröße zu betrachten. Die Rede ist von der Video-CD, auf der sich über 70 Minuten digitales Video befinden, die nach dem MPEG-Verfahren komprimiert wurden. Ja, und wenn man Video-CDs genießen wollte, MPEG-Videos genießen wollte, dann brauchte man damals noch eine Zusatzkarte, und die lagen dann da schnell mal bei 500 D-Mark aufwärts. Also das war richtig heftig. Das sind so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder? Zusatzkarte, die richtig teuer war, um sowas zu genießen. Heute macht es jeder PC aus dem Stegreif. Heute macht es jedes Haushaltsgerät rechentechnisch aus dem Stegreif. Ja, und da werden sie dann vorgestellt, die einzelnen Karten: Orchid, Kelvin, MPEG, die Diamond Viper Pro Video, die Creative Labs Video Blaster, der Sigma Design, Real Magic, DTP Media und so weiter und so weiter. Also die ganzen Karten, die eben dann da zur Verfügung standen. Und das war jetzt auch wieder so ein Thema, was völlig an mir vorbeigegangen ist, weil so eine Zusatzkarte für sowas, das war für mich einfach undenkbar. Ich hatte von zu Hause aus überhaupt keine Möglichkeit und auch kein Interesse dran, irgendwie jetzt Filme auf dem PC zu genießen. Wir schauen auch wieder auf die Lesercharts. Wie sieht's denn diesen Monat aus? Auf Platz 1 immer noch Bundesliga-Manager Hattrick, ein Dauerbrenner bei den Lesern. Dann Battle Isle 2, Colonization, Theme Park, Civilization, TIE Fighter, ist die Siedler, der König der Löwen, Monkey Island 2, SimCity 2000, Amber Star, interessant, System Shock, X-Wing. X-Wing ist da schon ewig, also Wahnsinn. Outpost, Aladdin, Indica Racing, der Planer, Monkey Island, Lynx 386 Pro und Indica Trackpack. Interessant, ja. Bei den CD-ROM-Charts sieht es folgendermaßen aus. Rebel Assault ist auch bei den Lesern immer noch auf Platz 1.
Dann Battle Isle 2, Wing Commander 3 ist natürlich neu dabei und wird da auch ganz lange bleiben, da bin ich mir sicher. Dann Magic Carpet Anstoß World Cup Edition Siberia neu mit dabei, Theme Park, Simon the Sorcerer, Seawolf und Sam und Max. Und natürlich schauen wir auch diesen Monat wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi. Rossi, ihr kennt das Spiel, wer es nicht möchte, kann natürlich per Kapitel einfach an eine andere Stelle in meinen Videos springen, aber ich kann das nicht auslassen. Und dieses Mal fällt es mir auch wirklich schwer, da eine Auswahl zu treffen, weil es sind extrem viele gute, interessante Leserbriefe. Den einen reiße ich an, den anderen gucken wir uns näher an, weil hier ist ein interessantes Ding. Hi PC Games, nun etwas, was mich schon lange beschäftigt. Warum sind Computerspiele so furchtbar teuer? Musik-CDs kosten 30 Mark, ein Kinobesuch 10 Mark, 10 Mark für Kino. Videofilme sind für 30 Mark zu haben und Taschenbücher schon ab 6 D-Mark. Warum beträgt der Verkaufspreis von Spielen meist über 100 Mark? Kommt mir bloß nicht wieder mit Raubkopien. Erstens gibt es bestimmt weitaus... Ja, interessant, oder? Wir haben doch jetzt gerade über die Spielediskussion, die Spielepreisdiskussion, was sollte ein Computerspiel kosten? Und 100 D-Mark umgerechnet, das war damals tatsächlich teurer, als die Spiele heute sind. Und gerade in Zeiten von Sales und ja, sind wir, muss ich sagen, heute einfach besser dran. Aber ich möchte eigentlich zu einem anderen Leserbrief springen, weil der ist so frech geschrieben und der Rainer antwortet halt auch dementsprechend dann wieder so richtig genial. Nämlich der Leserbrief streitbar. Sehr geehrter Herr Geltenpot oder wer auch immer für den Mist auf der CD verantwortlich ist, wer in Ihrer Redaktion hat PC Games, CD-ROM und Mac zusammengestellt? Arbeitet dieser Verrückte immer noch bei Ihnen? Oder ist das etwa das Ergebnis einer redaktionellen Gemeinschaftsarbeit? Ich nehme an, dass in Ihrer Redaktion auch noch mit normalen 486ern gearbeitet wird. Oder stecken in Ihren Computern schon P6-Chips? Das sind die Nachfolger des Pentium. Haben alle Computer schon mindestens 8 MB RAM und 100 MHz Taktrate? Selbst wenn Ihre Rechner diese Wahnsinnsausstattung haben, dann sollten Sie sich mal die Rechner des Großteils der PC-Games Leserschaft ansehen. Das sind nämlich zu 80% 386er und 486er mit 4 MB RAM. Versuchen Sie nun einmal egal, von Wing Commander 3 auf so einem Computer zum Laufen zu bringen, welches auf dem Cover Ihres Magazins als Demo zum Mitkämpfen präsentiert wird. Es wird Ihnen nicht gelingen, weil man dazu mindestens einen Pentium mit 8 MB RAM benötigt. Und das soll das Demo des Monats sein? Die Demo? Das Demo? Ne. Toll, wirklich toll. Oder spielen Sie einmal King's Quest 7 auf einem 486er. Es läuft. Aber in welcher Geschwindigkeit? Sie brauchen allein eine Stunde, bis das Intro abgelaufen ist. Die Zwischensequenzen, die man nicht überspringen kann, dauern eine halbe Stunde. Ja, das macht Freude, das macht Spaß. Von den vollen 680 MB, wie auf der CD zu sehen ist, sind mehr als 3/4 absoluter Mist. Ihr Intelligenzquotient ist uns nicht bekannt. Jemand mit gesundem Menschenverstand kommt sich bestensfalls verhohnepiepend vor. Ein besonderes Lob den Dateien Hilfebat und Weserbat. Diese geben den schlauen Rat, in den Startdateien DOS HIUMB zu setzen, um genügend Speicher für den Betrieb von Wing Commander 3 zu erhalten. Und so weiter. Abschließend eine Frage: Bekommen Sie für diesen absoluten den Sie da hervorgebracht haben, eigentlich Geld? Oder machen Sie das aus purer Menschlichkeit, um alle zu erheitern? Sollten Sie diese CD wirklich gut finden, so würde es sich für Sie empfehlen, einmal einen Psychiater aufzusuchen, um wenigstens zu versuchen, Ihre geistigen Mängel und Probleme zu verbessern. Hochachtungslos der Vorsitzende eines großen Userclubs. Alter Freund, was für ein Leserbrief, oder? Wie kann man nur so in die Welt hinausrotzen? Aber wir haben ja unseren geliebten Rainer Rossiert und wenn man ihn anpumpt, dann pumpt er zurück. Sehr geehrter Vorsitzender eines großen Userclubs, Ihr Hang zur Beleidigung und Ihr genussvollen Abstecher ins Fäkale sind ja nicht das Schlimmste an diesem Brief. Sie geben nur anschaulich das Zeugnis von Ihrer mangelhaften Kinderstube. Hat man Ihnen nie beigebracht, wie eine Diskussion geführt wird? Sehr schade. Dieser Umgangston entspricht mehr dem eines Stammtisches nach der 9. Runde als dem eines großen Userclubs. Aber lassen wir das. Um Ihre Manieren hätten sich andere kümmern müssen. Allerdings sind Ihre Argumente genauso fragwürdig wie Ihr Schreibstil. Selbstverständlich wissen wir, dass Wing Commander 3 nur mit 8 MB funktioniert und es sehr viele nicht benutzen können. Sollten wir es aus diesem Grund nicht herausbringen? Ziemlich genau dieselben Argumente erscheinen, allerdings in weniger fäkaler Form, schon zu Wing Commander 1 und Wing Commander 2. Beide Spiele können sich inzwischen und zu Recht Klassiker nennen.
Abgesehen vom Spielinhalt, über den man geteilter Meinung sein kann, ist jeder Teil von Wing Commander immer das Beste gewesen, was technisch zum Zeitpunkt des Erscheinens machbar war. Dass Origin nun die bodenlose Unverschämtheit besitzt, urplötzlich ein Spiel auf den aufschreienden Markt zu werfen, das stolze 8 MB Speicher benötigt, ist nicht unsere Schuld, auch wenn sie das zutiefst bedauern. Wie denken Sie über den Geisteszustand der Manager von Hertha und Sansa, welche Wing Commander auf Monitorwänden zeigten? Was mich allerdings noch mehr interessieren würde, ist, wie Sie über den Geisteszustand jener Kunden denken, die dafür sorgten, dass das Spiel kurz vor Weihnachten ausverkauft war. Gestattet es Ihr Ego nicht, den Markt selbst entscheiden zu lassen, was er will? Oder denken Sie, dass zu einer gesunden Meinungsbildung unbedingt Ihre Anschauungen vonnöten sind? Sehr gern bin ich zu einer weiteren diesbezüglichen Diskussion bereit, wenn auch nicht in diesem Ton. Wir können es, sehr zu Ihrem Entsetzen, moralisch verantworten, dass ein bestimmter Teil unserer Leser wucherhafte 9,50 Mark ausgegeben hat, nur um dafür ein Magazin nebst CD zu erhalten, von der sie ein Demo nicht nutzen können. Ganz falsch scheinen wir damit auch nicht zu liegen, da der Inhalt Ihres Epistels ziemlich einsam im Posteingang ist. Vielen Dank für die humorvollen Minuten, welche ich bei der Lektüre Ihres Briefes verbringen durfte. Rainer Rossiert. Ja, es ist unfassbar, oder? Wie kann man nur so unfreundlich sein? Aber ganz ehrlich, manche Dinge ändern sich nie. Und das ist so eine typische Rainer Rossiert-Antwort. Dafür haben wir ihn geliebt und die Leserbrief-Section war einfach immer das Erste, was ich gelesen habe. Lieber Rainer, wenn du das hier hörst, wir alle vermissen das. Vielen Dank für genau solche Leserbriefe. Das war einfach mega genial und eine total tolle Zeit. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Wo geht's beim nächsten Mal weiter mit Star Trek The Next Generation? Ich bin begeistert. Star Trek, Star Wars, her damit. Dann Woodruff and the Snibble of Azimuth, dann ein Bericht von der CeBIT 95 und ein Special über DFÜ. Also es wird kommunikativ. Da ist sie schon, die Ausgabe 495 in psychedelischen Farben gehalten. Ja, das wird auf jeden Fall eine witzige Ausgabe. Man sieht es hier, Datenautobahn ist eines der Themen, Supercards, Psycho-Pinball würde ich sagen, ja. Und dann natürlich auf der Cover-CD-ROM ganz genial, Wing Commander Behind the Scenes und ja, viele, viele Demos und Material und was es eben alles so gab. Es wird mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir in dieses alte Heft reinschauen oder wenn ihr mal in eines meiner anderen Videos reinklickt. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.